Willkommen zu Teil 24 der Videoserie über den Sophistic AMG. Heute geht es um die analytischen Systeme von Stützen, Unterzügen und Wänden. Möchten Sie, dass ein Unterzug im statischen System als Linie, als Deckenscheibe oder als Wandscheibe modelliert wird? Soll das analytische System einer Stütze eine Linie oder eine Membran sein? Genau das lernen Sie in diesem Video. Mit der Sophistic Version 2026.3 wurde eine neue Vorgehensweise implementiert, welche Art von analytischen Systemen der AMG für Stützen, Wände und Balken erzeugt. Es handelt sich hier somit um ein Update zum Teil 18 meiner Videoserie zum AMG. Die dort gezeigte Vorgehensweise wird durch eine neue Funktionalität ersetzt, die ich Ihnen jetzt näher bringen will. Worum geht es? Bei Stützen sind zwei verschiedene analytische Systeme möglich, nämlich entweder eine Linie oder eine Fläche. Hier wurde beispielsweise für diese beiden Stützen jeweils eine Linie und für diese breite Stütze eine Fläche erzeugt. Bis zur Version 2026.2 konnten wir Grenzwerte definieren, ab wann eine Stütze als Linie oder als Fläche definiert wurde. Zusätzlich konnte definiert werden, ob Kopplungen zur Verbindung mit den angrenzenden Balken erzeugt werden sollen. Das Ganze wurde gesteuert in den Einstellungen auf dem Kartenreiter Geometrie analytischer Elemente. Ich lege hier mal daneben, wie das bisher aussah. Sie merken, dieser Bereich Geometrie von Stützen fehlt ab der Version 2026.3 komplett. Das Ganze funktioniert jetzt völlig anders. Und zwar findet die Steuerung darüber, welche Art von analytischem System erzeugt wird, jetzt am physikalischen Element statt. Und für die Steuerung, ob analytische Kopplungen erzeugt werden sollen, gibt es jetzt ein Kontrollkästchen auf dem Kartenreiter Ausrichtung analytischer Elemente hier an dieser Stelle. Das Häkchen ist standardmäßig gesetzt. Ja, wie geht das jetzt also ab der Version 2026.3? Sie wählen ein physikalisches Element aus, also hier beispielsweise diese Stütze, und im Eigenschaftenfenster des AMG gibt es jetzt einen Eintrag Erzeugen als. Hier ist ausgewählt analytisches Element. Und ich kann Ihnen nun sagen, nein, das analytische System dieser Stütze soll als analytische Schale, also als Fläche erstellt werden. Genauso diese Stütze. Eingestellt ist analytisches Element. Ich wähle oder wechsle auch hier auf analytische Schale. Und bei dieser breiten Stütze ist es genau andersrum. Eingestellt ist analytische Schale und ich ändere es ab auf analytisches Element. Ja, nun starte ich den Erzeugen-Schritt im AMG und ja, Sie sehen, er hat genau das gemacht, was wir wollten. Hier haben wir jetzt Flächen als analytisches System und hier hinten eine Linie. Außerdem sehen wir, dass entsprechende Kopplungen hier oben und da unten automatisch angeordnet wurden. Diese neue Wahlmöglichkeit, als was das analytische System erzeugt werden soll, gibt es neben Stützen auch für Balken und Wände. Die Balken haben hier aktuell bei mir Linien als analytisches System. Wir selektieren das physikalische Element und sehen hier sogar 3 Auswahlmöglichkeiten. Neben analytisches Element, also Linie, gibt es hier auch vertikale analytische Schale. Das wäre also eine Fläche als Wandscheibe und horizontale
analytische Schale. Das wäre eine Fläche als Deckenscheibe. Ich stelle den ersten Unterzug mal als horizontale analytische Schale ein. Den mittleren Unterzug lasse ich als analytisches Element und beim dritten Unterzug wähle ich vertikale analytische Schale aus. Ja, starten wir nun wieder den Schritt für das Erzeugen. Dann sehen wir, dass er es genauso umgesetzt hat. Hier haben wir eine horizontale Scheibe, hier unverändert eine Linie und hier eine vertikale Scheibe. Und auch bei den Wänden haben wir drei Auswahlmöglichkeiten. Analytische Schale entspricht also der Rolle einer Wand. Horizontales analytisches Element entspricht einem Balken und vertikales analytisches Element entspricht einer Stütze. Ja, ich denke, die neue Vorgehensweise ist wieder eine sinnvolle Weiterentwicklung des Sophistic AMG. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das ein wenig näher bringen und verabschiede mich bis zum nächsten Video.